Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video nehme ich dich mit zu Action. Ich zeige dir, was ich da so alles mitgenommen habe und werde vor allem auch die Reinigungsmittel, die im Moment auf Social Media, TikTok, Instagram und so weiter total gehypt sind, ausprobieren und testen und dir die Vorher-Nachher-Ergebnisse zeigen und natürlich auch dazu sagen, was ich davon halte. Sollte dich das Thema interessieren, freue ich mich, wenn du dran bleibst. Wenn dir das Video gefallen sollte, vergiss nicht, ein Däumchen, ein Abo und einen Kommentar zu hinterlassen. Ich bedanke mich und wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Ich war letzte Woche bei Action und habe so richtig reingehauen. Ich habe diese Etagere mitgenommen. Ich habe außerdem noch so goldene Tischsets für den Esstisch mitgenommen, Kerzen und so weiter. Und eigentlich wollte ich nur zu Action gehen, um die Aufbewahrungsboxen und Ordnungskisten zu besorgen, die ich für das Regal in der Küche, was ich mit euch in der Zonenreinigung geplant hatte, brauche. Nun gut, es ist auf jeden Fall über mich gekommen und ich habe dann direkt hier so ein paar gehypte Sachen von Instagram und TikTok mitgenommen. Unter anderem diesen Lufterfrischer. Ich kann euch sagen, der riecht echt schön. Es riecht wie frisch geputzt, aber der Duft verfliegt relativ schnell. Würde ich trotzdem nochmal nachkaufen auf jeden Fall. Dann habe ich hier wieder ein paar neue Mikrofasertücher gekauft und dann kam ich an das Regal The Pink Stuff. Ja, also das Zeug ist ja nun gerade total gehypt. Also überall TikTok, Instagram. Es wird mir die ganze Zeit unter die Nase gerieben und mir blieb nichts anderes übrig, als es einfach mitzunehmen und auszuprobieren. Außerdem habe ich noch diesen WC-Reiniger mitgenommen. Den wollte ich gerne ausprobieren, weil ich mit unserem aktuellen nicht so ganz zufrieden bin. Und dann habe ich auch noch diese Schmuckschatulle gesehen und auch die musste ich mitnehmen, weil ich einfach keine Schmuckaufbewahrung mehr habe. Ich habe dann auch noch anderen Deko-Schnickschnack besorgt. Das zeige ich euch auf jeden Fall alles in einem anderen Video. Im heutigen Video möchte ich wirklich nur den Fokus auf diese gehypten Reinigungsmittel legen und deswegen starten wir auch direkt bei mir im Badezimmer. Als erstes sprühe ich die Oberflächen mit dem Badezimmerreiniger von The Pink Stuff ein und außerdem benutze ich auch direkt den WC-Reiniger, den ich auch bei Action mitgenommen habe. Ich muss zugeben, im ersten Moment war ich von dem Badezimmerreiniger etwas enttäuscht, weil ich da schon eine sehr große Erwartungshaltung hatte, aber das hat sich am nächsten Tag geändert. Und zwar habe ich das einfach mit meinem regulären Reinigungsmittel verglichen und zwar benutze ich eigentlich immer den Badreiniger von Fiss und da ist es so, dass ich damit die Armaturen einsprühe, eigentlich nur noch einmal mit dem Lappen rübergehen muss und alle Kalkablagerungen sind weg. Also Fiss hat tatsächlich eine sehr starke Entkalkerkraft. Bei The Pink Stuff musste man dann doch etwas mehr putzen, in Anführungsstrichen, also ein paar Sekunden mehr aufwenden. Aber tatsächlich hat sich die Sauberkeit dann länger gehalten. Also das ist mir sofort aufgefallen, dass sich kaum Wasserflecken in den nächsten Tagen gebildet haben und auch kaum Kalk. Also das Waschbecken und die Badewanne sahen danach länger sauber aus als jetzt mit Fiss. Also tatsächlich muss ich sagen, so für die reine Entkalkungsgeschichte würde ich Fiss empfehlen, aber für so, dass es halt länger sauber bleibt, auf jeden Fall The Pink Stuff und das hat mich dann auch überzeugt, dass ich das Produkt nochmal nachkaufen würde. Beim WC-Reiniger war ich persönlich am meisten gespannt, weil wir haben bei uns direkt über dem Wasserspiegel in der Toilette sozusagen immer einen grauen Rand oder halt auch gräuliche Ablagerungen, die ich einfach nicht wegbekomme und ich habe in letzter Zeit sämtliche Marken WC-Reiniger ausprobiert, durchgetestet, auch WC-Tabs etc. Nichts hat wirklich diesen gräulichen Rand zu meiner Zufriedenstellung wegbekommen und daher war ich jetzt besonders gespannt. Und was soll ich euch sagen? Dieses Produkt hier von Action hat tatsächlich innerhalb von 5 Minuten war dieser graue Rand weg, wo die anderen WC-Reiniger über Nacht sogar nicht mal geholfen haben. Man muss dazu sagen, in dem Reiniger ist auch Chlor mit enthalten und das riecht man auch etwas, aber die Reinigungsleistung war wirklich tipptopp. Ich habe das Produkt auch direkt zweimal nachgekauft. Ich würde es zwar nicht für die tägliche Reinigung verwenden aufgrund des Umweltaspektes, aber um die Toilette wirklich sauber zu bekommen, ist dieses Produkt auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, dann ging es auch weiter in die Küche und zwar zur Küchenspüle und dort habe ich dann die Paste von The Pink Stuff ausprobiert. Im Übrigen soll diese aus 99% natürlichen Inhaltsstoffen bestehen, umweltfreundlich sein und tierversuchsfrei. An dieser Stelle sollte ich vielleicht erwähnen, dass das unbezahlte Werbung ist. Auf jeden Fall wurde mir das Produkt rauf und runter bei Social Media unter die Nase gerieben und ich wollte es unbedingt testen, um zum einen eure Meinung darüber zu erfahren. Falls ihr mit den Produkten schon arbeitet, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie euer Eindruck davon ist und natürlich auch, um meinen Erfahrungswert mit euch zu teilen und zu sagen, was ich davon halte. Ich habe das Ganze dann auch nochmal hier unten bei einer Pfanne ausprobiert. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass wir in unserer alten Wohnung einen Gasherd hatten. Das heißt, unsere ganzen Töpfe und Pfannen sehen untenrum nicht wirklich so schön aus. Da hat sich einfach viel über die Jahre eingebrannt und ich habe das schon wirklich versucht mit Stahlwolle und so weiter sauber zu bekommen, aber es gab da keine Chance. Deswegen war ich umso neugieriger, ob das
das denn jetzt mit dieser Paste klappt, ob man tatsächlich die Töpfe und Pfannen wieder sauber bekommt. Ich werde im Übrigen noch im Laufe des Videos die Pink Stuff Paste nochmal an einer anderen Stelle testen. Auf jeden Fall ist das Ergebnis und ich muss sagen, ich bin wirklich positiv überrascht und begeistert tatsächlich. Auf jeden Fall kann ich jetzt schon sagen, Preis-Leistung ist auf jeden Fall unschlagbar. Ich habe 2,95 € bezahlt für diesen ganzen Eimer. Ich glaube, 850 Gramm sind drin von der Paste und ich finde jetzt schon wirklich das Ergebnis sehr, sehr gut und würde es mir definitiv nachkaufen. Ich habe es euch im Übrigen auch nochmal in meiner Amazon-Ideenliste hinterlegt, also für alle, die einfach wissen wollen, mit welchen Produkten ich putze, da könnt ihr auf jeden Fall reinschauen. Aber ich muss auch dazu sagen, dass die Produkte bei Amazon etwas teurer sind als bei Action. Lohnt sich vielleicht jetzt für diejenigen, die keinen Action um die Ecke haben. Ansonsten findet ihr es, wie gesagt, im stationären Handel günstiger. Also die Paste verhält sich so ein bisschen wie eine Scheuermilch, fühlt sich aber eher an wie eine Schuhcreme, also ganz cremig in der Konsistenz. Aber genau, macht halt alles so sauber wie bei einer Scheuermilch. Was mir aber da auch wieder on top positiv aufgefallen ist, wie halt auch beim Badreiniger, ist, dass das Wasser wirklich sehr stark danach abperlt und dass ich halt das Gefühl habe, dass auch hier wieder die Spüle und so weiter etwas länger sauber bleibt oder beziehungsweise da sich sowas wie so ein Schutzfilm bildet und das Wasser halt nicht so, ja, Wassertropfen hinterlässt. Leider habe ich dann den Alles- oder Küchenreiniger von The Pink Stuff wieder zurückgestellt und habe mich dann für ein anderes Küchenreinigungsprodukt entschieden, weil auch dieses mir ständig bei Instagram vorgeschlagen wurde. Und zwar soll auch dieses hier auf natürlicher Basis sein. Und das war mir eigentlich auch wichtig und deswegen dachte ich mir, ich probiere es mal aus. Da, wie gesagt, auch das wird halt sehr gehypt. Und was soll ich euch sagen? Ich bin von diesem Produkt so gar nicht zufrieden. Also absolut keine Kaufempfehlung meinerseits. Ich weiß auch nicht, warum das so gehypt wird. Also vielleicht liegt es auch an der Beschaffenheit unserer Oberflächen, aber bei uns auf der Arbeitsplatte hat es komplett Schlieren hinterlassen und daher würde ich das Produkt nicht noch einmal nachkaufen und vielleicht nächstes Mal The Pink Stuff nochmal ausprobieren. Ja, danach habe ich mich an den Ofen gemacht. So sieht er vorher aus. Ich habe schon auch echt lange keinen Backofenreiniger benutzt und habe erstmal hier die ganzen Krümel entfernt und habe dann diesen Backofenreiniger von Action ausprobiert. Der Unterschied, der mir direkt aufgefallen ist, ist, dass die Einwirkzeit auf ein paar Minuten begrenzt ist. Wenn ich mich recht erinnere, war es bei meinem Backofenreiniger schon immer eine etwas längere Einwirkzeit. Auf jeden Fall war der Backofen jetzt mal wieder dran. Ihr habt ja vielleicht das in einem meiner letzten Videos gesehen. Da hatte ich ja mit euch auch meine ganzen Zonen durchgeplant und hatte halt auch nochmal erwähnt, dass halt auch der Backofen und die Spülmaschine und so weiter wieder dran sind. Also das ist jetzt hier auch so ein bisschen Teil der Zonenreinigung. Im Übrigen, falls ihr euch auch für diese ganzen Checklisten und Zonenreinigungslisten und Kontrolljournal und so weiter Putzlisten interessiert, schaut gerne nochmal bei mir in den Etsy-Shop vorbei. Ja, außerdem habe ich dann auch noch die Backbleche eingesprüht und habe auch diese einwirken lassen und nach wenigen Minuten Einwirkzeit habe ich dann auch schon den Backofen gereinigt. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was das Ergebnis betrifft. Ich muss zugeben, normalerweise, wenn ich mit einem Backofenspray früher gearbeitet habe, da habe ich meistens die benutzt, die halt so einen Schaum hinterlassen und habe diesen dann mit dem Tütentrick bearbeitet. Das heißt dann einfach mit einer Tüte komplett den Schaum abgedeckt, 1-2 Stunden einwirken lassen und danach brauchte man eigentlich nur noch drüber zu wischen und wirklich hartnäckig eingebranntes ist weggegangen. Also dieser Tütentrick, den könnt ihr euch auf jeden Fall merken, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Ich wollte aber den Trick hier jetzt bewusst nicht anwenden, weil ich halt einfach sehen wollte, wie denn so die Reinigungsleistung von dem Produkt selber ist. Und ich muss sagen, also angesichts der Zeit, also für die paar Minuten, wo es eingewirkt hat, ist eigentlich die Leistung in Ordnung und vielleicht lässt sich die Leistung des Produkts auch nochmal verstärken durch den Tütentrick oder durch eine längere Einwirkzeit. Aber ich wollte mich jetzt einfach mal so an dem Herstellerhinweis erstmal halten, um zu gucken, ob das Produkt, ja, wie es denn sozusagen reinigt nach der Zeit, die eigentlich so vorgegeben ist. Man sieht schon, es hat sich ein bisschen was getan, keine Frage, aber so zu 100% zufrieden bin ich nicht. Und hier beim Backblech hat mich das so gar nicht überzeugt. Auch da wieder dasselbe, da hatte ich das Gefühl, dass ein Backofenspray tatsächlich etwas aggressiver ist und stärker sozusagen den Schmutz runterbekommt, aber es kann halt auch wirklich daran liegen, dass Backofenspray meistens etwas längere Einwirkzeiten hat und vielleicht würde das Produkt auch besser helfen, wenn man es denn länger als angegeben einwirken lassen würde. Ich muss ehrlich zugeben, ich hatte weder Lust zu schrubben, noch hatte ich Zeit, denn ich musste auch noch die Kinder abholen. Von daher habe ich mir dann The Pink Stuff genommen und habe dann versucht, damit nochmal das Backblech irgendwie sauber zu bekommen. Ich habe hier auch nicht groß Kraft aufgewendet. Also ich habe natürlich schon so in kreisenden Bewegungen und so weiter versucht, so ein bisschen überall zu schrubben, aber ich habe jetzt wirklich nicht mit Kraft oder sowas geputzt. Und ich muss sagen, mich hat das Ergebnis, aber ich glaube, das könnt ihr euch alle schon denken, wirklich positiv überrascht. Das ist auf jeden Fall sauberer geworden als mit dem Backofenspray. Und das enttäuscht mich dann wieder doch vom Backofenspray, weil eigentlich sollten ja Produkte für den Ofen gerade
gut für Eingebranntes funktionieren. Hat es in diesem Fall nicht. Ja, und wenn ich dann halt auch noch den Backofenreiniger, dem Pink Stuff Reiniger gegenüberstelle und mir überlege, dass bei The Pink Stuff eigentlich nur natürliche Inhaltsstoffe enthalten sind, das Ganze umweltschonend ist und im Gegenzug dazu halt der Backofenreiniger Chemie pur ist. Man soll es nicht einatmen, man soll nicht ohne Handschuhe rangehen. Es ist gesundheitsgefährdend, es ist umweltschädigend und dann ist halt auch noch die Reinigungsleistung nicht wirklich befriedigend. Da ist auf jeden Fall für mich der Backofenreiniger definitiv raus. Keine Kaufempfehlung, würde ich nicht nochmal nachkaufen. Und ich glaube tatsächlich, ich würde das nächste Mal The Pink Stuff tatsächlich auch im Backofen ausprobieren. Wobei ich dazu sagen muss, dass das Einzige, was mich jetzt davon abgehalten hat, war, dass das halt, wie gesagt, so Eigenschaften hat wie bei einer Scheuermilch. Das heißt, wenn man das nicht so richtig gründlich abwäscht, dann hat man halt immer noch diesen milchigen Film und das ist jetzt natürlich so unter laufendem Wasser kein Problem, aber im Backofen würde das wahrscheinlich bedeuten, dass man mehrfach feucht auswischen muss, bis diese Paste halt restlos weg ist, aber ich denke, angesichts der Reinigungsleistung und so würde sich das lohnen, aber man soll immer Vorversuche machen. Ich kann mir vorstellen, dass in der Paste auch leicht schmürgelnde Partikel enthalten sein müssen, ähnlich wie bei einer Scheuermilch, das heißt, ich würde dieses Produkt auf jeden Fall nicht auf glatten Oberflächen oder empfindlichen Oberflächen anwenden, weil ich mir vorstellen kann, dass da eventuell feinere Kratzer entstehen könnten. Aber ich habe auch ganz viele andere Stellen bei mir schon im Kopf, wo ich mir überlege, die Paste nochmal anzuwenden und zu probieren und wo ich auch denke, dass das zu guten Ergebnissen führen kann. Aber da werde ich euch auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden halten. Ansonsten habe ich euch erzählt, ich habe ganz, ganz viel Deko besorgt. Es geht jetzt hier langsam in unserer Wohnung voran und wir machen hier etwas Feinschliff. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein in den nächsten Videos. Und auch die Zonenreinigung läuft jetzt gerade schön nebenbei und auch das habe ich euch natürlich mitgefilmt. Also aktiviert gerne die Glocke, damit ihr da auch wieder benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video rauskommt. Dann kommen wir jetzt auch abschließend zu den Vorher-Nachher-Bildern und meinem Fazit. Also den Küchenreiniger würde ich tatsächlich nicht noch einmal nachkaufen. Der hat, wie gesagt, bei mir auf der Arbeitsfläche Schlieren hinterlassen. Die Reinigungsfunktion von dem Backofenreiniger hat mich auch nicht so ganz überzeugt. Und wiederum bei den Pink Stuff Produkten war ich sehr begeistert, vor allem aber aufgrund der Wasserabperlfunktion und dass ich das Gefühl hatte, dass die gereinigten Stellen länger sauber und fleckenfrei geblieben sind. Sollte dir das Video gefallen haben, vergiss nicht, ein Däumchen, ein Abo oder einen Kommentar zu hinterlassen. Ich bedanke mich, bleib gesund und bis zum nächsten Video.